In diesem Video zeige ich euch, wie einfach es ist, einen Lievito Madre Sauerteig herzustellen. Das ist ein ganz milder Sauerteig, den ihr sogar für süße Backwaren benutzen könnt. Vor allem aber zeige ich euch, wie ihr ihn füttern müsst, damit es auch wirklich ein richtiger Lievito Madre ist. Frisches Brot mit 60 tollen Rezepten findet ihr überall im Handel, online und in jeder Buchhandlung vor Ort. Für euren Lievito Madre braucht ihr am ersten Tag 50 Gramm Mehl und 25 Milliliter Wasser. Entweder nehmt ihr 50 Gramm weißes Weizenmehl, Typ 550, oder wie ich 25 Gramm Vollkornweizenmehl und 25 Gramm weißes Mehl, Typ 550. Falls ihr eine Getreidemühle habt, dann mahlt ihr euer Vollkorn natürlich selber. Auf der Schale haben wir die ganzen wertvollen Mikroorganismen, Hefen und Bakterien, die dafür sorgen, dass der Teig gut angeht und sich gut vermehrt. Ansonsten kauft ihr Vollkornmehl in Bio-Qualität. Und darauf gebe ich 25 Milliliter Wasser. Vollkornmehl nehme ich nur ein einziges Mal. Deshalb brauchen wir auch kein Honig und auch kein Öl, weil wir alles Wertvolle schon in unserem Teig haben. Danach arbeiten wir ausschließlich mit weißem Mehl weiter. Das Ganze knete ich jetzt gut auf der Arbeitsplatte durch. So, ich denke, das hat jetzt eine gute Konsistenz. Schaut mal, der Teig sollte nicht kleben und auf keinen Fall zu flüssig sein, sondern eher so, dass man ihn gut anfassen kann, ohne dass er zu trocken ist. Dann brauchen wir ein Gefäß, am besten so ein Wegglas, wo wir den Deckel locker auflegen können, weil der Teig soll ja atmen können. Dann formen wir eine kleine Kugel oder was auch immer, legen den Teig rein. Und dann wird das Ganze einfach abgedeckt und 24 Stunden stehen gelassen. Im Sommer bei Zimmertemperatur, im Winter könnt ihr das in ein Handtuch wickeln und dann in die Schublade stellen. Heute ist der zweite Tag. Ihr seht, es ist noch nicht allzu viel passiert. Den Teig hole ich raus. Ich habe jetzt hier genau 75 Gramm. 25 Gramm entnehme ich, sodass genau 50 Gramm vom Teig übrig bleiben. Die restlichen 25 Gramm schmeiße ich natürlich nicht weg, sondern die gebe ich in ein separates Gefäß und den Teig könnt ihr jetzt einfach sammeln. Und wie ich daraus getrocknetes Lievito Madre Pulver herstelle, zeige ich euch hier in dem Video oben rechts. Sobald das Video online ist, erscheint es hier oben rechts. Oder aber ihr sammelt den Teig darin und verarbeitet das einfach in eurem nächsten Brotrezept. Weggeschmissen wird er natürlich auf gar keinen Fall. Deckel drauf und zur Seite stellen. Wie gesagt, ihr nehmt 50 Gramm vom Ansatz weg. Und diese 50 Gramm werden jetzt mit 25 Milliliter Wasser vermischt. Anschließend geben wir 50 Gramm weißes Weizenmehl dazu. Das Ganze wird dann wieder ordentlich verknetet. Ich habe schon ganz oft gesehen, dass Leute ihren Lievito Madre immer nur zufüttern und keinen Teil wegnehmen. Das Problem ist dabei, dass der Teig zu sauer wird. Und genau das wollen wir ja eben nicht. Das wäre dann halt eben kein Lievito Madre, sondern ein ganz normaler Sauerteig. Dadurch, dass wir immer einen Teil wegnehmen und zufüttern, bleibt der Teig mild. Schaut diesbezüglich bitte in die Beschreibung, da erkläre ich euch das nochmal ganz genau. Da lege ich den Teig wieder rein, Deckel drauf und wir lassen den Teig wieder 24 Stunden stehen. Heute ist Tag 3. Wie man sieht, ist mein Sauerteig schön hochgekommen und man sieht, dass er von Tag zu Tag aktiver wird. Wir wiederholen den Vorgang so wie jeden Tag. Wir nehmen wieder 50 Gramm vom Teig ab, fügen 25 Milliliter Wasser hinzu und geben darauf dann 50 Gramm weißes Mehl. So, ins Glas zurück, Deckel drauf und bis morgen wieder zur Seite stellen.
Wir haben den 4. Tag. Wie man sieht, hat sich heute nicht allzu viel getan, aber das passiert tatsächlich immer mal wieder. Ich entnehme 25 Gramm, damit 50 Gramm in meinem Glas zurückbleiben. Ich füge wieder 25 Milliliter zu meinem Teig, 50 Gramm Mehl, sehr gut. Ich habe das doch besser mal in eine Schüssel umgefüllt, das geht besser. Den Teig wieder ins Glas umfüllen, Deckel drauf und 24 Stunden zur Seite stellen. Heute ist der 5. Tag, mein Teig hat sich mehr als verdoppelt. Wir gehen vor wie jeden Tag, 50 Gramm vom Teig, 25 Milliliter Wasser dazu und 50 Gramm weißes Mehl. Und zurück ins Glas. Abdecken und wieder für 24 Stunden zur Seite stellen. Heute ist der 6. Tag. Mein Teig hat sich innerhalb von 12 Stunden mehr als verdoppelt. Das heißt, wir sind so weit, dass wir den Teig von nun an alle 12 Stunden füttern. Einmal morgens, einmal abends. Ansonsten bleibt alles wie gehabt. Wir nehmen wieder 50 Gramm vom Teig, vermischen das mit 25 Milliliter Wasser und verkneten es mit 50 Gramm Mehl. Es sind 12 Stunden vergangen, wir haben immer noch den 6. Tag, die 2. Fütterung. Ich fütter ihn jetzt noch einmal 50 Gramm vom Teig, 25 Milliliter Wasser, 50 Gramm Mehl und ins Glas zurück. Und wenn er sich dann nach 3 Stunden nochmal verdoppelt oder verdreifacht hat, ist er definitiv fertig. Mein Livito Madre ist jetzt fertig. Von jetzt an kann ich ihn benutzen. Euer Livito Madre ist jetzt noch ganz jung. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ihr ihn am Anfang mit ein bisschen Hefe unterstützen müsst. Je älter euer Livito Madre wird, desto stärker wird er und ihr könnt nach und nach auf die Hefe verzichten. Wenn er fertig ist, stellt ihr den zur Lagerung einfach in den Kühlschrank. Einmal pro Woche müsst ihr ihn füttern, spätestens nach 2, maximal 3 Wochen, wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid. Wenn ihr euren Teig nach einer Woche füttern müsst, dann geht ihr wie folgt vor. Ihr holt euer Glas aus dem Kühlschrank, lasst es 1-2 Stunden bei Zimmertemperatur stehen und holt den ganzen Teig raus. Davon wiegt ihr 50 Gramm von eurem Livito Madre ab. Verrührt es mit 25 Milliliter Wasser und gebt 50 Gramm weißes Mehl dazu. Weizenmehl Typ 550. Gebt es ins Glas zurück und stellt es einfach wieder in den Kühlschrank. Übrig bleiben dann 75 Gramm. Diese 75 Gramm schmeißt ihr natürlich nicht weg, sondern daraus backt ihr euer Brot. Und so habt ihr jede Woche einen Teil, den ihr fürs Brotbacken nehmen könnt. Damit das Video nicht zu lang wird, beende ich es hier und zeige euch im 2. Teil ganz ausführlich, wie ihr euren Restteig füttert, damit ihr ihn für euer Brot benutzen könnt. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben rechts. Das erscheint hier, sobald es online ist. Zudem habe ich aber auch eine Livito Madre Playlist, da könnt ihr euch in Ruhe alle Videos anschauen. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch ist irgendwas unklar, dann schreibt mir bitte in die Kommentare und ich werde euch dann darauf antworten.